Ihr habt mir geschrieben, ich solle doch mal so meine Gedanken sortieren in Bezug auf den Vergleich zwischen der DJI R3 und der Mini 3 Pro. Das machen wir heute in diesem Video. Das Wichtigste ist natürlich, es ist egal, welche Drohne du hast, es ist egal, wie du jetzt sozusagen beschaffen bist mit technischer Ausstattung. Hier drinnen steckt deine Kreativität und du kannst natürlich auch mit einer Mini SE absolut coole Videos zaubern. Du brauchst natürlich auch nicht diese großen technisch aufgeblasenen Dinger, aber vom Prinzip her gibt es natürlich definitiv schon Unterschiede. Ich habe jetzt die DJI R3 14 Tage lang komplett fast jeden Tag benutzt, außer die letzten 3 Tage. Da konnte ich nicht raus, weil es ist Scheißwetter momentan und da kann man natürlich nicht mit der Drohne fliegen. Aber es gibt wirklich einige Erfahrungen, die ich euch mitteilen kann. Und wenn du jetzt so ein bisschen grübelst, brauche ich ein Update von meiner DJI Mini 3 Pro zur R3? Geht das gut? Hat die denn alles, was ich brauche und so weiter und so fort? Dann bist du genau richtig in diesem Video und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Anschauen. Bevor wir jetzt in dieses Video richtig einsteigen, gibt es natürlich jetzt erstmal die technischen Daten von beiden Drohnen, um sie einfach theoretisch auf dem Papier vergleichen zu können. DJI R3 48 Megapixel, DJI Mini 3 Pro ebenfalls bei 48 Megapixeln. Der Image-Sensor der kleinen Kamera ist 1:1/3 CMOS und die zweite Kamera bei der R3 hat 70 mm mit einer Blende von 2.0. Die maximale FPS-Anzahl, die kommt bei der DJI R3 natürlich etwas höher dahin. 100 FPS hat die und die DJI Mini 3 Pro kann dir maximal Videos in 60 FPS produzieren. Im Farbmodus geht natürlich D-Log-M und HLG 10-Bit bei der DJI R3. Bei der DJI Mini 3 Pro ist es D-Cine-like mit 10-Bit. Die Sensoren sind auch unterschiedlich ausgestattet. Die DJI Mini 3 hat vorn, hinten und unten die Sensoren und die R3 besitzt Sensoren ringsrum, also 360 Grad bist du hier abgesichert. Die Reichweite bei der R3 beträgt 20 Kilometer, in Deutschland sowieso unwichtig, weil du kannst nur auf Sicht fliegen, und bei der Mini 3 Pro beträgt sie 12 Kilometer. Akkulaufzeit ist auch ein bisschen unterschiedlich. Bei der R3 kommen wir auf 46 Minuten laut Hersteller. Bei der Mini 3 Pro kommen wir auf 34 Minuten. Du kannst aber mit dem Power-Akku ebenfalls bis auf 47 Minuten hochgehen. Das ist aber importiert und macht die Drohne schwerer. Die Geschwindigkeit der R3 beträgt maximal 21 Meter pro Sekunde und bei der Mini 3 Pro sind es 16 Meter pro Sekunde. Der Knackpunkt, das Hochkantformat geht bei der DJI Mini 3 Pro komplett in 4K und hier bei der DJI R3 gibt es softwarebedingt nur 2,7K. Das Wichtigste, der Preis, die DJI Mini 3 Pro bekommst du zum Preis laut DJI Website von 999 € im Combo-Pack und das Combo-Pack der DJI R3 kostet dich 1549 €. Vom Gewicht und den Klassifizierungen sind die beiden natürlich auch unterschiedlich. Hier kommst du mit 720 Gramm daher, während die Mini 3 Pro nur 248 Gramm wiegt. Bei den Einstufungsklassen ist es natürlich auch klar, hier bist du bei einer C0 und hier bist du bei der Einstufung C1. Werfen wir nochmal einen kleinen Blick auf die Größe und die Kompaktheit. Natürlich die DJI R3, ein riesengroßer Hummer, der sozusagen nicht so einfach in die Jackentasche passt. Währenddessen die DJI Mini 3 Pro natürlich hier kompakt und freundlich dahin glänzt. Und die kriegst du natürlich definitiv in die Jackentasche reingesteckt. Aber wenn wir uns nochmal von den Einzelteilen her auch mit den Akkus beschäftigen, sehen wir natürlich auch Riesenunterschiede. Das ist das Akku von der R3. Und das ist das ganz normale Akku von der Mini 3 Pro. Natürlich gibt es hier in der Größe und Kompaktheit auch Unterschiede. Muss natürlich auch so sein, weil die Drohnen ja auch für unterschiedliche Bereiche bestimmt sind. Aber natürlich im Punkto Kompaktheit hat hier die DJI Mini 3 Pro ganz doll die Nase vorn, weil die kannst du einfach mal schnell in die Jacke stecken und dann mit der Drohne fliegen. Währenddessen hier der riesengroße Hummer, die DJI R3, dann doch schon ein Problem wird, die einfach mal so mitzunehmen. Nun hast du natürlich auf dem Papier entdecken können, dass die R3 sich theoretisch von der Mini 3 Pro gar nicht mal so doll unterscheidet. Es gibt verschiedene Aspekte, die stimmen dann wiederum nicht, aber von der Kamera her, von der
Akkukapazität, Laufleistung und anderen Dingen, ist die gar nicht mal so weit von der DJI Mini 3 Pro entfernt. Die Betonung liegt auf theoretisch. Wenn du natürlich zu Hause die technischen Daten theoretisch vergleichst, kommst du darauf, dass du die DJI Mini 3 Pro ja behalten kannst und die eher dir keinen großen Nutzen bzw. Mehrwert bringt. Aber das ist nur theoretisch und wichtig ist, dass man, wenn man sich entscheidet, vielleicht ein Upgrade zu machen zur DJI Air 3, die Kamera bzw. auch die Drohne wirklich mal in der Hand hat. Und ihr habt ja ein 14 Tage Rückgaberecht, so habe ich es auch gemacht, dass wenn ihr euch einfach gegen die Drohne entscheiden solltet, dann einfach die Kamera zurückschickt oder bzw. die Drohne zurückschickt. Und das ist wahrscheinlich das Beste, was man machen kann. Nehmt die DJI Air 3 in die Hand. Und bei mir war es, wie gesagt, genauso. Ich habe die bestellt und hat natürlich auch das normale Rückgaberecht. Bei Amazon hast du sogar 1 Monat Rückgaberecht. Du kannst dir hier dann noch in Ruhe aussuchen, ob du die Drohne behalten möchtest oder halt zurückschicken möchtest. Und genauso habe ich es gemacht und habe festgestellt, dass hier bei der DJI Air 3 für Kreative, das ist ganz wichtig, also wenn du jetzt wirklich sehr viel mit der Drohne machst, wenn du viele Kameraeinstellungen brauchst, wenn du die Drohne am Fahrzeug, am Fahrrad trackst, Fahrradtracking, habe ich ein schönes Video gemacht, könnt ihr euch gerne mal anschauen, habe ich hier direkt verlinkt. Aber wenn du jetzt wirklich dann kreativ unterwegs bist, dann wirst du feststellen, dass die DJI Air 3 dir wirklich einen großen Mehrwert bringt und da sind die 500 € Mehrpreis eigentlich völlig Wurst, weil die kreativen Eigenschaften, die diese Drohne besitzt, gerade mit diesem 70 mm Objektiv, was hier verbaut ist als zweite Kamera, hast du die Möglichkeit, ich habe es jetzt neulich festgestellt, ich musste ein Schloss drehen für einen Auftraggeber und du musst nicht mehr so dicht an deine Motive ranfliegen. Das ist das Schöne, du bleibst einfach 10, 20 Meter entfernt, hast die 70 mm Kamera und kriegst die schönsten Bilder raus. Natürlich bei der Blende gibt es dann ein Problem, weil hier sind wir dann bei 2,3, glaube ich, oder so. Ich blende es nochmal ein von der Blende, von der großen Kamera. Und die kleine Kamera, die hat eine Blende von 1,7 würde ich jetzt mal sagen. Da merkst du natürlich dann, wenn es weniger Licht ist, die Unterschiede. Aber du kannst wirklich, also beim Fliegen, ich bin begeistert von dieser Kamera. 20 Meter vor einem großen Turm mit einem Motiv angehalten, riesengroß und du kannst einfach diesen Turm umfliegen mit der 70 mm Optik und musst nicht mehr im Schnitt dann alles vergrößern. Das Problem ist ja bei der Weitwinkelkamera, dass du manche Motive natürlich gerne größer haben möchtest und dann ranziehst. Und da ist der Haken dieser kleinen, wunderbaren Weitwinkelkamera, dass du natürlich die Bildschärfe in 4K, wenn du jetzt vergrößerst, nicht mehr so richtig hinbekommst. Und hier mit der 70 mm Kamera, wunderbar, da hast du im Schnitt gar keine Probleme. Und ich würde sagen, da liegt die erste Stärke bei der DJI Air 3 im kreativen Bereich. Die zweite Stärke ist, dass du dir keine Schüssel mehr machen musst in Bezug auf Hinderniserkennung. Das ist ganz wichtig. Ich habe mit der DJI Mini 3 Pro natürlich auch schon Flüge durch im Wald und am See und überall. Und du musst natürlich immer überlegen, die seitliche Hinderniserkennung, die ist nicht da. Hier hast du rundum 360 Grad Hinderniserkennung und das hilft dir wirklich so weiter. Du bist ein bisschen entspannter beim Filmen und weißt, die hält einfach an und die macht ihren Job. Und das habe ich ja festgestellt in diesem Fahrradvideo, was ich gedreht habe über die DJI Air 3. Die fliegt einfach am Ast so ganz entspannt vorbei, aber gecrashed ist die überhaupt nicht. Was die gemacht hat, das habt ihr nicht gesehen und ich konnte es auch nicht mit der Kamera festhalten, weil das Bild so klein war. Die hat öfter mal ein paar kleine Laubäste abgesäbelt, die sie dann natürlich nicht gesehen hat. So eine kleinen Dinger, die da sozusagen rumhängen. Das ist aber bei der Größe egal, denn da sind wir natürlich auch beim nächsten Thema. Stabilität in der Luft und Zuverlässigkeit. Da geht natürlich auch wieder ein großer Punkt für den kreativen Bereich an die DJI Air 3. Denn die steht in der Luft und da kann natürlich auch mal ein kleiner Ast kommen und den säbelt die einfach ab mit den Rotoren bzw. mit den Propellern, währenddessen die Mini 3 dann doch schon ins Schwanken kommt. Die stürzt nicht ab oder da passiert auch nichts, die kriegt sich dann wieder hin. Aber in größeren Fällen würde ich dann die Überlebenschancen bei solchen Dingen hier wirklich der R3 einräumen. Und das Minus ist natürlich klar, die Kompaktheit, die geht komplett hier an die DJI Mini 3 Pro. Also, wenn du jetzt überlegst, ein Upgrade zu machen von der Mini 3 Pro auf die R3, erste Regel, bestell sie dir. Vergleich sie nicht auf dem Papier, nimm sie in die Hand, flieg einfach mit ihr. Zweite Regel,
Du musst einfach für dich dein Feeling ermitteln, bringt dir diese Drohne einen Mehrwert? Denn du willst ja verschiedene kreative Aufnahmen machen und du möchtest einfach mit einer Drohne für dich einen Mehrwert haben. Was du da draußen filmst, das weiß ich nicht, aber für verschiedene Ansprüche ist die R3 natürlich besser und für die meisten Ansprüche ist die Mini 3 Pro natürlich besser und hat alles, was du brauchst. Also kannst du die natürlich behalten. Das weiß ich nicht, was du da draußen für kreative Ansprüche hast. Ich habe auf alle Fälle Tracking als ganz wichtigen Anspruch am Auto und natürlich auch am Bike, weil ich das brauche für meine Filme. Dann ist natürlich wichtig die Nachtflugeigenschaften. Und da hat natürlich auch die DJI Air einen riesengroßen Vorteil, weil die hat hier unten noch eine schöne große Lampe verbaut. Und du siehst natürlich bei der Landung alles, wo sie hinfliegt, kannst sie ordentlich steuern. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und dann ist die in der Nacht natürlich noch anhand der verbauten LEDs deutlich besser sichtbar als die Mini 3 Pro. Die Mini 3 Pro hat hier vorne 2 verbaute LEDs und wenn du die sozusagen fliegst und von hinten rauf schaust, hast du hier nichts. Das Ding verschwindet einfach im Dunkeln und das war's. Du kannst dir natürlich noch Zubehör anbauen, wie ich auch habe. Hier so eine kleine Lampe. Kommst natürlich wieder über die 249 Gramm, wenn du die Regeln einhalten musst und hast in Sachen Nachtflug natürlich bei beiden Kameras die gleichen Bilder, was das Weitwinkel betrifft, aber natürlich die Sichteigenschaften, wo du die Drohne hast und dass du sie überwachen kannst, sind natürlich bei der R3 deutlich besser. Das ist hier ein Luxusflug in Bezug auf Nachtflug. Ich mache euch auch noch mal ein Video über den Nachtflug. Ich muss bloß einige Bilder noch genehmigen lassen, dann kann ich das Video veröffentlichen. Aber da kommt definitiv noch ein Video über den Nachtflug, weil die ist einfach so scharf in der Nacht und so ein Hammer. Die hat auch einen Nachtmodus, den die Mini 3 Pro nicht hat. Da gehen wir aber dann, wie gesagt, in dem Video drauf ein. Also sei dir bewusst, dass du, wenn du kreativ bist und ganz viele schöne Aufnahmen machen möchtest, die DJI R3 als richtigen Partner hast. Wenn du kreativ bist und nicht so viele schöne Aufnahmen machen möchtest, was jetzt 70 mm betrifft und andere Dinge, hey, DJI Mini 3 Pro, ein riesen Pluspunkt und du kannst die in 75% aller Anwendungen natürlich super vergleichen. Aber das ist jetzt so meine Meinung. Ja? Also ihr habt wahrscheinlich da draußen noch ganz viele andere Meinungen. Schreibt sie direkt hier in die Kommentare und lasst uns drüber quatschen, weil das ist wirklich für viele ein Thema. Brauche ich jetzt wirklich ein Upgrade zur DJI R3 oder kann ich meine Mini 3 Pro behalten, beziehungsweise behalte ich beide? Also ich behalte natürlich beide, weil mit der Mini 3 kannst du natürlich in Bezug auf die gesetzlichen Regelungen hier noch andere Dinge machen und die kann man natürlich an Orte mitnehmen, wo die gar nicht mehr hin darf. Ja, das ist das Wichtigste. Aber wenn du jetzt wirklich ein Upgrade brauchst und dir sagst, ich will einfach umsteigen, beziehungsweise will mal schauen, ob ich umsteigen kann und mir die Drohne einen Mehrwert bringt, bestell sie dir. Mach nicht den Fehler, mach das auf dem Papier, hier ist alles ein bisschen anders und so weiter und so fort. Bringt überhaupt nichts, du musst die Drohne in der Hand haben, du musst sie fliegen. Zum Thema Controller kann ich auch noch eins sagen, der neue RC2 Controller, der hat jetzt für mich keine großen Unterschiede gebracht. Weder in der Reichweite, noch in der Bildhelligkeit, noch in den Menüs, noch in der Schnelligkeit. Also ich habe jetzt sozusagen zwischen dem RC1 und dem RC2 Controller nicht so viele Unterschiede, wie uns DJI versprochen hat, feststellen können. Ich habe natürlich auch noch über den Controller ein Video gemacht, was alles neu ist und so weiter, was sozusagen vom Hersteller versprochen wird. Auch direkt in meiner Videobeschreibung verlinkt. Wer jetzt so ein bisschen mehr auf den Controller eingehen möchte, der kann das natürlich auch in meinem Video tun. Dazu gibt es noch ein extra Video. Aber um es jetzt wirklich mit ehrlichen Worten zu sagen, also vom Prinzip her, außer dass da jetzt 2 Antennen mehr dran sind, habe ich keine großen Unterschiede beim RC2 Controller feststellen können. Jetzt bist du gefragt, wenn du eine Drohne haben möchtest und welche du haben möchtest, entscheidest du natürlich anhand deiner kreativen Ideen, die du im Kopf hast und welche Drohne setzt dir die Ideen besser um. Das ist das Wichtigste. Der Preis, klar, 500 € mehr, ist aber gerechtfertigt für die DJI R3, muss ich jetzt ehrlich mal sagen, weil die hat wirklich hier für diesen Preis ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Es gibt bei DJI natürlich noch bessere Drohnen im höheren Preissegment, 2.7, 3.8, kann es hoch bis zu 5.000 €. Aber was bringt dir das? Das muss ja irgendwo im Prinzip sich auch rechnen lassen. Und bei mir lässt sich sozusagen für die Drohnenanwendungen, die ich in meinen Filmen habe, einfach eine Drohne zwischen 1.000 und 2.000 € rechnen. Alles, was drüber ist, bringt sozusagen keinen Mehrwert für mich und ist einfach zu teuer für meine Anwendung und für meine momentanen Einnahmen, die ich habe. Und deswegen
DJI Air 3 für mich der ideale Partner. DJI Mini 3 Pro war für mich der ideale Partner. Ich habe aber sozusagen jetzt mehr Filme gedreht mit der Air 3 und bleibe auch dabei, weil die einfach für mich zuverlässig ist. Wo ich die DJI Air 3 nicht verwenden kann, nehme ich halt die DJI Mini 3 Pro mit und da kann ich es dann auch tun. Aber wer wirklich upgraden möchte und seine DJI Mini 3 Pro verkaufen möchte, der kann es gerne tun. Habe ich auch ein Video produziert, was du beim Verkauf beachten musst, beziehungsweise beim Kauf von gebrauchten Drohnen. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen Einblick in meine Gedanken geben. Wenn ihr Fragen haben solltet, einfach rein in die Kommentare, können wir darüber diskutieren und was ich beantworten kann, mache ich natürlich gerne. Ansonsten war es das mit diesem Video. Ich bedanke mich fürs Anschauen. Sehr gern bis zum nächsten Video und damit tschüss, bye bye und winke, winke.